Hallo, im Atelier Anne Bross Kunst begrüßt euch wieder die Anne Bross. Heute gibt es ein Tutorial für Fortgeschrittene, die gerne ein Mixed-Media-Kunstwerk machen möchten, und zwar kombiniert aus Acrylpuring und Acrylmalerei. Und zwar habe ich mir in kleine Glasgefäße verschiedene Farben angemischt. Das geschieht in dem Fall zu 50% mit Acrylfarbe plus 50% Acrylpuring Medium plus einem Schuss Floetrol. Das ist auch ein spezielles Medium. Ihr müsst das auf die Farbe abstimmen. Nicht jede Farbe reagiert gleich mit diesen Medien. Deswegen erstmal etwas weniger Medium hineingeben. Einmal kräftig umrühren das Ganze und schauen, wie flüssig die Farbe ist. Danach weiteres Medium zugeben. Am Schluss, wie gesagt, noch ein Schuss Floetrol. Auch das bitte zuerst immer abwartend dosieren, umrühren und danach schauen, ob es flüssig genug ist. Es kann jederzeit etwas nachgegossen werden, von daher lieber zuerst etwas weniger einmischen in das Glas, bevor es dann zu viel ist und zu flüssig ist. Diese Farben habe ich jetzt auf einem Staniolpapier, also sprich Alufolie, mir aufgetropft in einzelnen Sektionen. Da tropfe ich die Farbe ineinander hinein. In dem Fall habe ich mir zwei rote Farben gemischt, einmal gelb und dann habe ich noch eine Acrylfarbe genommen in Silber. Und jetzt gieße ich in das Silber noch die übrig gebliebene Farbe hinein, je nachdem. Kratze sie noch aus den Gläschen heraus, damit auch keine Farbe verschwendet wird. Das könnt ihr ganz nach Belieben machen, je nachdem, was ihr gestalten möchtet. Ich habe mir jetzt gewünscht, dass ich mir ein Motiv mit Blumen mache. Und diese Blütenblätter möchte ich jetzt einzeln eben auf dieser Alufolie da aufgießen. Das hat seine Gründe, denn ich will etwas plastisch gestalten in Mixed Media. Diese Acrylfarben müsst ihr bitte sehr sorgfältig immer mischen, dass die auch klümpchenfrei ist und sie muss von diesem Löffel ablaufen wie ein dünner Kuchenteig. Nun habe ich mir einen Strohhalm hergenommen und mit diesem Strohhalm blase ich jetzt in diese aufgetragene Farbe
und versuche ein Blütenmuster zu erzeugen. Also das heißt die Blütenblätter. Wie das dann am Ende aussieht und zusammengestellt wird, werdet ihr ja sehen. Das ist jetzt eine etwas aufwendige Sache. Dazu könnt ihr euch ruhig Zeit lassen, denn es sollen ja auch am Ende alle Farben, die da drauf gegossen sind, miteinander verbunden und verschmolzen werden, um dann wiederum Farbmuster und Farbeffekte zu erzeugen, so wie sie auch eben in der Natur zum Teil vorkommen können. Da haben ja die Blumenblüten auch oftmals mehrere Farben. Aber in dem Fall wird es etwas Abstrahiertes, Modernes, Frisches. Es muss nicht unbedingt jetzt ganz der Natur entsprechen, da es ja abstrakte, stilisierte Blütenblätter werden. Diese Herstellung ist jetzt wirklich schon etwas für fortgeschrittene Maler unter euch. Wer das nachmachen möchte, der sollte sich zuerst einmal ausführlich mit der Technik Pouring beschäftigen, erstmal leichtere Sachen ausführen. Das ist also nicht für Anfänger geeignet. Ihr müsst es auf jeden Fall länger als einen Tag trocknen lassen, je nach Farbstärke. Ich habe schon gemerkt, also nach genau einem Tag waren noch manche dickere Farbstellen etwas feucht. Daher habe ich fast 2 Tage gewartet. Nun schneide ich die Blüten so aus, wie sie eben auf der Folie verlaufen. Genau an dem Rand. Also ich habe hier eine große Blüte, die zusammenhängend ist, und dann habe ich noch einzelne Blütenblätter gegossen, die ich dann zu einer weiteren großen Blüte zusammenfassen werde. Als Alternative könnt ihr auch diesen Gießvorgang auf einer Silikonfläche vornehmen. Dann können diese Blütenblätter auch von der Silikonfläche abgezogen werden. Ich habe es halt mit der Alufolie gemacht, das geht genauso, aber dann muss man es eben ausschneiden. Ich habe hier eine Leinwand, das ist ein Malkarton, das heißt eine Leinwand, die auf einem dicken Karton aufgezogen wurde. Das gibt es in jedem Baumarkt und in jedem Bastelladen, in jedem Künstlerbedarfladen fertig zu kaufen. Das müsst ihr jetzt nicht selbst herstellen. Die sind auch recht günstig manchmal zu bekommen. Ich habe mir
zunächst einmal die Fläche mit gelber Farbe komplett eingestrichen. Nun habe ich weiße Farbe mit Orange kombiniert. Da kommt so ein helles Orange dabei raus. Das verteile ich mit der Spachtel, um da eine unregelmäßige Struktur zu erzeugen. Ich habe mir noch etwas Brennspiritus aufgespritzt. Das ergibt auch in sich so kleinere Struktur. Nun arbeite ich mit einer Gummispachtel und ziehe wieder was von der Farbe runter, damit da eben das Gelb wieder etwas durchkommt. Ich kratze es auch noch mit der anderen Plastikspachtel etwas ab. So erhalte ich eine interessante und lebendige Oberfläche. Dann kratze ich auch noch mit einer Metallspachtel Linien rein. Trage noch Wassertupfer auf oder Wassertropfen. Die nehme ich dann mit einem Küchentuch ab. Das ist einfach alles, um die Oberfläche da interessant und abwechslungsreich zu strukturieren. Nun nehme ich mir diese Blüte, dann habe ich mir die mal drauf gehalten, wie das aussieht. Von der Farbgebung her war da aber jetzt noch nicht ganz so überzeugt und habe mich entschlossen, dann diese Leinwand weiter zu bearbeiten. Mit einer Pastellkreide habe ich da Linien und Kritzeleien eingefügt. Übermale das mit einer weißen Lasur. Dann wird das Ganze etwas heller und sobald es getrocknet ist, kommt dann der Untergrund wieder so ganz leicht zum Vorschein. Es sind einfach viele, viele Vorgänge, die ihr da vornehmen könnt. Umso interessanter wird am Schluss dieser Hintergrund. Ich gehe jetzt nochmal mit einer ganz dünnen Schicht von Gelb da drüber über die ganze Fläche. Da arbeite ich immer gerne mit einem breiten Pinsel, denn es muss ja auch eine größere Fläche bestrichen werden. Von der Farbgebung ist es mir jetzt soweit angenehm. Ich mache da nochmal mit der roten Farbe weiter, bringe da noch eine Farblinie ins Spiel. Das gleiche mache ich mit der zweiten roten Farbe, die ich da noch auftrage. Das sind jetzt beide Farben, die ich auch vorher für die Blüten verwendet habe.
male da noch ein Punktmuster auf. Über das Punktmuster habe ich noch einmal eine weiße Schicht und Lasur aufgetragen, wie ihr seht, da es mir doch zu dominant erschien. Es sollen ja die Blüten im Vordergrund stehen, die ich jetzt mit einem Acrylbinder als Kleber aufkleben werde. Die Aluschicht Unterseite habe ich mit dickem Acrylbinder eingestrichen. Auch die Leinwand habe ich mit Acrylbinder eingelassen. Presse nun diese Blüte fest auf. Sie erscheint plastisch, weil sie ja eine bestimmte Stärke aufweist. So, die anderen einzelnen Blütenblätter werde ich jetzt auf die gleiche Art und Weise auf der Leinwand aufkleben. Bitte geht dabei sehr, sehr sorgfältig vor, damit es am Schluss auch gut haftet. Spart nicht mit dem Acrylbinder, sondern tragt es wirklich dick auf. Drückt die Blütenblätter schön fest an, damit das gut haftet. Und das muss jetzt auch mal einen Tag lang noch gut durchtrocknen. Am nächsten Tag nehme ich mir vor, das Bild noch malerisch zu ergänzen. Dazu habe ich mir diese Silberfarbe mit etwas schwarzer Farbe gemischt und ich male jetzt die Mittelteile der Blüten mit dieser dunklen Farbe aus. Es soll ja was Abstraktes, Modernes werden, also nicht jetzt exakt der Natur entsprechen.
Die gleiche Farbmischung verwende ich für die Blütenstiele und überlege mir vorher genau, in welche Richtung diese Stiele gehen sollen, dass es ein bisschen beschwingt und leicht aussieht und keine so starre Form hat. Der abstrakte Hintergrund ist ein sehr schönes Pendant zu diesen Blüten. Es wirkt nicht aufdringlich, das heißt, es ist wirklich nur der Hintergrund und korrespondiert dann farblich gesehen mit diesen Blumenblüten. Als nächstes habe ich mir eine rote Farbe, die ich bei den Blüten verwendet habe, mit einem dunkleren Blau als dunkles Lila zusammengemischt. Mit dieser Farbe zeichne ich jetzt eine Trennung zwischen diesen Blütenblättern ein, damit das nicht so aussieht, als würde das sozusagen nahtlos ineinander übergehen, sondern jeder sollte dann erkennen, es handelt sich da um eine Blume mit einzelnen Blütenblättern. So, es nimmt langsam Gestalt an. Jetzt setze ich noch in der Mitte dieser Blüte gelbe Punkte, um das noch zu vervollständigen.
Als nächstes habe ich mir einen schwarzen Tuschestift genommen. Damit umrande ich jetzt den äußeren Umriss der Blüten, damit sich diese noch besser von dem Hintergrund abzeichnen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Eure Anne Pross. Ciao, meine Lieben.